Eine Welle. Eine Welle, das ist eine Bewegung von Wassermassen oder auch anderen Massen. Etwas Wuchtiges, das immer stärker wird, etwas, das mitreißt und fortträgt, was es erwischt. Etwas schwer zu bremsendes. In dem Roman Die Welle von Morton Rhue geht es genau um so eine Welle. Wieso sind so viele Menschen in Deutschland Hitler gefolgt? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Dann geht es euch genauso wie den Schülern der Gordon High School, die nicht nachvollziehen konnten, warum sich so viele Menschen vom Nationalsozialismus mitreißen ließen. Bestimmt hat sich doch jeder schon mal gefragt, ob er sich wohl getraut hätte, sich den Nazis zu widersetzen oder ein Mitläufer gewesen wäre. Wir werden es nie rausfinden. Im Gegensatz zu den Schülern, die 1967 den Geschichtskurs von Ron Jones in den USA besuchten. Denn sie hatten einen Lehrer, der seine Schüler durch eigene Erfahrungen verstehen lassen wollte, welche mitreißende Wirkung der Faschismus haben kann. Dazu rief er eine Bewegung ins Leben und drillte seine Schüler auf Disziplin, Gemeinschaft und Handeln. Aber das Experiment geriet außer Kontrolle. Schon nach 5 Tagen verhielten sich viele seiner Schüler wie kleine Nazis. Diese Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat, wird in dem Roman Die Welle von Morton Rhue nacherzählt. Zeit, Ort und Personen wurden geändert, aber der Kern der Story ist wahr. Der Roman ist 1981 erschienen, aber das Thema ist top aktuell. Würde die Geschichte im Jahr 2018 spielen, würden die neuen Medien den Effekt der Welle bestimmt noch verstärken. Der Roman beginnt so. Die Schüler des Geschichtslehrers Ben Ross können nicht nachvollziehen, wie die Nazis so viele Anhänger finden konnten. Gleich in der nächsten Geschichtsstunde ändert Ben Ross sein komplettes Unterrichtskonzept. Er bringt den Jugendlichen Disziplin bei. Wer etwas sagt, hat aufzustehen, ihn mit Mr. Ross anzusprechen und sich kurz und präzise auszudrücken. In der nächsten Stunde kommt ein zweiter Grundsatz hinzu. Ben Ross schwört seine Schüler auf Disziplin und Gemeinschaft ein. Er hat sich den Namen Die Welle für sie ausgedacht. Ben Ross schwört die Schüler ein. In der Welle sind alle gleich. Wenn jeder seine eigenen Interessen hinter die der Gruppe stellt, kann die Welle als Kollektiv Erfolg haben. Begegnen sich die Mitglieder, sollen sie sich mit einer wellenförmigen Handbewegung begrüßen. Ungefähr so. Spätestens jetzt erkennt der Leser die Parallelen zu den Nazis, die sich mit Hitlergruß zu begrüßen hatten. Fast alle Schüler finden Gefallen an dieser Bewegung. Robert, klassisches Mobbing-Opfer und Außenseiter, blüht in der Welle förmlich auf. Jetzt gehört er endlich dazu. Durch den Schüler David verbreitet sich die Welle auch außerhalb des Geschichtskurses. Um den Mannschaftsgeist seines Footballteams zu stärken, verkündet er dort die Grundsätze der Welle. Ganz anders geht es Laurie, Davids Freundin. Ihre Mutter kritisiert die Welle als Gehirnwäsche, die die Schüler unselbstständig werden lasse. Und Laurie wendet sich immer stärker gegen die Welle. Als Ben Ross in der nächsten Stunde gelbe Mitgliedskarten an die Schüler der Welle verteilt, spitzt sich die Handlung immer mehr zu. Er verkündet den dritten Grundsatz der Welle: Macht durch Handeln. Alle Schüler sollen weitere Mitglieder für die Welle gewinnen. Schon bald sind es über 200 Mitglieder. Einige Schüler, darunter Robert und David, haben auf ihren Mitgliedskarten ein X. Sie müssen melden, sobald ein Mitglied die Regeln der Welle missachtet. Genau wie im Nationalsozialismus entsteht so ein ständiges Netz aus Überwachung und Kontrolle. Selbst Ben Ross ist völlig gefesselt von der Welle. Weder vom besorgten Schulleiter noch von seiner Frau, die die Welle schon von Anfang an für falsch hält, lässt er sich von der Welle abbringen. Immer mehr wird er zum Führer der Welle. Als sich Robert sogar zum Leibwächter von Ben Ross erklärt, ist dessen Führerrolle endgültig besiegelt. Und immer stärker lassen sich die Wellenmitglieder von Gleichheit, Gemeinschaft und Handeln verführen. Mitschüler werden aggressiv bedrängt, der Welle beizutreten. David und Laurie geraten in einen heftigen Streit. Er verteidigt die Welle, weil sie seine Footballmannschaft zusammenschweißt. Laurie hingegen ist sich sicher, dass der Versuch außer Kontrolle gerät. Auch ihre Freundin Amy distanziert sich von Laurie. Amy, die ihre Freundin immer als Konkurrentin wahrnahm, ist nun begeistert davon, dass sie in der Welle alle gleich sind. Als Laurie erst nicht zum Footballspiel durchgelassen wird, weil sie sich weigert, den Wellengruß zu machen, ist das Maß voll. Sie scheint bald ganz alleine dazustehen. Ein Schüler berichtet Laurie in einem anonymen Brief, wie ihm gedroht wurde, weil er der Welle nicht beitreten wollte. Als Chefredakteurin der Schülerzeitung beschließt Laurie, sich der Welle zu widersetzen. Gemeinsam mit 2 Kollegen Carl und Alex, die die Welle ebenfalls nicht unterstützen, bringt sie eine Sonderausgabe der Schülerzeitung heraus.
Die Welle ist eine sinnlose und gefährliche Bewegung, Freiheit und Individualität für jeden Einzelnen. Die Schülerzeitung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Als Ben Ross Lorries Artikel liest, beginnt er sich Vorwürfe zu machen. Allmählich wird ihm klar, dass das Experiment zu weit geht. Aber wie kann er es jetzt beenden, sodass alle Beteiligten etwas daraus lernen? Er braucht eine Strategie. Laurie wird inzwischen sogar bedroht. Robert bezeichnet sie als Gefahr für die Welle. Auf ihrem Spind steht in roten Buchstaben Feindin. Erneut kommt es zum Streit zwischen ihr und ihrem Freund David und es eskaliert. David stößt sie zu Boden. Genau in dem Moment erwacht er wie aus einem Traum und realisiert, wie die Welle ihn manipuliert hat. Ab jetzt steht er auf Lauries Seite. Gemeinsam fordern sie von Ben Ross das Ende der Welle. Am nächsten Tag verkündet Ross eine Versammlung. Die Welle habe nationale Ausmaße angenommen. Er wolle den Mitgliedern den nationalen Führer vorstellen. Macht durch Disziplin, Macht durch Gleichheit, Macht durch Handeln, brüllen die Welle-Mitglieder im Chor. Die Halle ist mit Flaggen und Symbolen geschmückt. Das Szenario erinnert an Hitlers Auftritte bei Reichsparteitagen. Als alle Schüler gespannt auf die Präsentation des Führers warten, zieht Ben Ross den Bühnenvorhang auf. Ein riesiges Bild von Hitler erscheint. Ben Ross macht den Schülern klar, wie sehr sie sich haben verführen lassen. Wie schnell sie den Willen der Gruppe über eigene Überzeugungen gestellt haben, sich für etwas Besseres gehalten haben als die Nichtmitglieder. Ja, ihr wärt alle gute Nazis gewesen. Faschismus ist unter uns, in jedem von uns. Aber auch ihm ist ja die Kontrolle entglitten, wofür er sich bei seinen Schülern entschuldigt. Bestürzt verlassen alle die Halle, nur Robert bleibt schluchzend zurück. Mit dem Ende der Welle bricht für ihn eine Welt zusammen. Auf eine absurde Art und Weise ist das Experiment geglückt. Der Roman zeigt uns, wie schnell sich auch heute noch Menschen von Gleichheit, vermeintlicher Gemeinschaft und Autoritäten bestimmen lassen. Aber er zeigt auch mutige, aufgeklärte Menschen, die öffentlich zu ihren Überzeugungen stehen und sich nicht unterkriegen lassen, können das verhindern. Aber nur, wenn sie noch die Macht dazu haben. Was wäre, wenn Laurie aufgrund ihrer Überzeugung umgebracht worden wäre? Was wäre dann mit dem Widerstand? Deshalb ist eins ganz wichtig: Seid wachsam und wehret den Anfängen. Klingt nach erhobenem Zeigefinger, oder? Ja, ich weiß. Aber es ist wirklich wichtig. Echt jetzt. Mehr zum Dritten Reich erfahrt ihr übrigens bei Mirko auf dem Kanal. Musste wissen Geschichte, hier oben in der Ecke nochmal eingeblendet. Habt ihr das Buch gelesen? Was habt ihr daraus mitgenommen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann können wir uns da noch weiter austauschen. Außerdem findet ihr hier auf dem Kanal noch weitere Zusammenfassungen von anderen Büchern. Schaut da auch gerne mal rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.